Und herzlich willkommen zum ersten Quick-Tipp zum Thema Resource Packs. Im heutigen Video spreche ich über den Aufbau und darüber, was Resource Packs alles verändern können. Der Inhalt gibt nur einen groben Überblick über den einzelnen Bestandteil eines Packs. Wie man sie konkret verwendet und anpasst, zeigen wir euch dann jeweils in einem separaten Video. Minecraft nutzt standardmäßig Texturen in der Größe von 16 x 16 Pixeln. Neben höher auflösenden Texturen beinhalten Resource Packs aber auch Models für Items, Blöcke und Sounds, die Minecraft auf eine ganz andere Ebene heben können. Und damit Minecraft diese Packs lesen kann, gibt es folgenden Aufbau. Die oberste Ebene bildet die ZIP-Archivdatei oder einen normalen Ordner mit folgendem Inhalt: ein Assets-Ordner, eine MC-Meter-Datei und eine Bilddatei. Die Bilddatei mit dem Namen Pack ist das Thumbnail des Resource Packs, das ihr bei der Resource Pack-Auswahl seht. Die MC-Meter-Datei, ebenfalls mit dem Namen Pack, enthält Meta-Informationen zum Resource Pack und dient unter anderem dazu, die Kompatibilität des Packs zu überprüfen. Für alle Versionen nach 1.11 wird die Versionsnummer 3 genutzt, für alle vorigen die Nummer 2. Bei Änderung des Aufbaus des Resource Packs kann sich die Versionsnummer in Zukunft natürlich noch ändern. Weiterhin könnt ihr in der Metadatei den Namen eures Resource Packs eintragen. Entweder ihr erhaltet es einfach oder ihr nutzt die Minecraft-Farbcodes, um den Titel zu formatieren. Die Farbtabelle ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wie der Name Assets schon vermuten lässt, sind dort die zahlreichen Bilder, Models und Sounds gespeichert. Gehen wir also noch eine Ebene tiefer. Hier befindet sich bei Vanilla Resource Packs nur der Minecraft-Ordner. Es können aber weitere Ordner beispielsweise für Mods angelegt werden, die aber die gleiche Funktion übernehmen wie der Minecraft-Ordner. Im derzeitigen Minecraft-Ordner Snapshot 17w14a finden wir dann folgende Unterordner: Block States, Font, Lang, Models, Shaders, Text und Textures. Block States. Der Blockzustand gibt, wer hätte es gedacht, den Zustand eines Blocks an. Viele Blöcke besitzen zwar nur einen Zustand, wie zum Beispiel Holz, dennoch haben alle Blöcke eine Block-Zustandsdatei, die verändert werden kann. In dieser Datei kann man also beschreiben, für welchen Zustand welches Model genutzt werden soll. Trotzdem kann ein Block mit nur einem Zustand mehrere Models nutzen. Diese werden dann aber zufällig von Minecraft ausgewählt. Font. In dem Font-Ordner befindet sich eine Binärdatei mit dem Namen Glyph Sizes, die mit einem Hexadezimal-Editor angesehen werden kann. Wenn man dies tut, bekommt man ein Bild dieser Art. Diese Datei gibt an, wie breit ein einzelnes Zeichen, sei es ein Buchstabe, eine Zahl oder ein Sonderzeichen, in Minecraft dargestellt wird. Normalerweise muss diese Datei aber nicht verändert werden. Lang bzw. Language. Der Ordner für Sprachdateien beinhaltet, wer hätte es gedacht, die Namen für alle Objekte in Minecraft. Dabei werden dort nicht nur die Namen für Blöcke und Items gespeichert, sondern alle Übersetzungen der Zeichenketten. Dazu gehören beispielsweise das Hauptmenü mit dem Namen Singleplayer, Multiplayer, der Name wie ein bestimmter Game Mode lautet, Untertitel und noch vieles mehr. Models. Meistens bestehen die Objekte in Minecraft aus einem einzigen 3D-Block. Jedes Objekt, sei es ein Stein oder ein Blumentopf, kann aber mit einem Texteditor verändert werden. Um es dem Nutzer einfacher zu machen, gibt es dafür Programme wie Cubic. Dort kann man ein eigenes Model visuell erstellen bzw. verändern und muss nicht per Hand und quasi ohne zu wissen, was man tut, den JSON-Code per Hand schreiben. Man nennt das Prinzip auch What you see is what you get. Shaders. Der Vollständigkeit halber nenne ich hier noch den Shaders-Ordner, der früher in der 1.7 bis in die Version 1.9 für die Super Secret Settings genutzt wurde. Die Funktion wurde mittlerweile entfernt, dennoch besteht dieser Ordner aus mysteriösen Gründen immer noch. Text. Hier sind 3 Dateien vorzufinden. In der End-Datei steht der Text, der gezeigt wird, wenn man das Ende von Minecraft erreicht hat. Wenn dieser Text durchgelaufen ist, folgen die Credits. Die Sätze bzw. Wörter in der Splashes-Datei werden zufällig im Hauptmenü des Spiels angezeigt. Fun Fact: Die letzten Sätze der End-Datei sind aus einer Gruselgeschichte übernommen worden. Textures. Dies ist quasi das Herz des Resource Packs. Dort sind alle Texturen enthalten, die Minecraft nutzt. Blöcke, Items, Entities, GUIs, Container und noch vieles mehr. Wenn ihr hier Texturen erstellt, müssen nicht zwingend alle Texturen enthalten sein. Für fehlende Texturen wird automatisch das Minecraft Standard Resource Pack verwendet. Aber da fehlt doch noch etwas. Ja genau, Sounds. Um eigene Geräusche abspielen zu können, braucht man noch einen weiteren Ordner und eine weitere JSON-Datei. In dem Ordner Sounds werden Musik und jegliche anderen Geräusche als OGG-Dateien gespeichert. Damit Minecraft auch weiß, wie diese Dateien zu finden sind, geben wir dies in der Textdatei an. Und damit man das hier auch zumindest grob versteht, hier steht der Name, den man im Playsound-Befehl eingibt, und dort der Name der Datei. Und das war's bis hierhin. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!